Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute ein ganz besonderes Video für euch vorbereitet und dafür habe ich einen speziellen Gast dabei, den Max. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, bist ja schon ein paar Jahre bei uns. Ja genau, ich bin Max, ich bin hier in der Produktentwicklung, das heißt, ich kümmere mich hauptsächlich um neue Projekte, halt den Kontakt mit den Designern, mit den Lieferanten und ja, ziemlich genau alles, was bei uns irgendwann mal in der Pipeline ist, läuft über meinen Tisch. Und das ist ziemlich geil. Wir wissen intern, dass du auch privat ein großer Messer-Fan bist. Ja, kann ich sagen. Wir müssen nicht tief in die Materie reingehen, aber ich würde dich trotzdem gerne fragen, Pocket Check. Was hast du in der Tasche, was hast du dabei, was trägst du so mit dir rum? Ja, ich habe heute das Trapper dabei mit blauem Witchlight. Dann habe ich das W1 dabei, was wir auch zufälligerweise hier auf dem Tisch liegen haben. Und BFF. Genau. Es ist immer wieder unfassbar, wie viele Messer du untergebracht bekommst, ohne dass man es sieht. 3 ist doch keine Zahl. Ich habe wieder ein kleines Messerchen am Start, das Böker Plus Cutweasel, angelehnt an die Teppichmesser, Cuttermesser. Ich finde es super, das ist ein super Begleiter und vor allem auch schnell. Mit dem Cutweasel sind wir eigentlich jetzt schon mittendrin in unseren Neuheiten. Alle davon haben G10 Griffschalen. Was sind denn so Vorteile von G10? Ja, G10 haben wir mega oft in der Messerwelt eigentlich, weil es auch ein günstigeres Griffmaterial ist und ist vor allem einfach zu verarbeiten und hat auch eine gewisse Festigkeit, was zum Beispiel ein Vorteil gegenüber vom Mikata ist. Mikata kennen wir auch alle. Ist relativ ähnlich, viele verwechseln das oft, aber G10 hat halt wie gesagt eine viel höhere Festigkeit. Das heißt, ich kann es auch ohne Liner verbauen, ich kann es leichter verarbeiten. Es franzt weniger schnell aus. Genau, und es ist auch in den meisten Fällen noch günstiger, was halt so einen ziemlich geilen Werkstoff macht. Dazu fühlt es sich eben auch noch geil an. Also jetzt gerade bei Metall oder so haben immer viele, ja, dann habe ich kalte Hände. Ist halt bei G10 nicht der Fall. So, genau. Ich denke mal, sauber machen kann man es auch viel leichter als jetzt Griffe aus Holz oder Also andere bei Holz habe ich eher Materialien das nicht. Problem, dass wenn es halt nass wird, dass es aufquillen kann. Da muss ich mich halt mehr drum kümmern. G10 ist schon ein ganzes Stück pflegeleichter als Holz. Ja. Ja gut, was jetzt sauber machen angeht, es kommt halt auf die Struktur an, die G10 hat, weil man kann das eben auch fräsen, wie man will. Pulver, feiner, poliert, nicht poliert, es geht halt alles. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Material, wenn ich jetzt meinen nächsten Waldurlaub, meinen nächsten Waldexkurs plane und da eben nicht direkt laufendes Wasser. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Oder Also Seife. G10 ist halt auch ziemlich verzeihlich, wenn ich es eben nicht direkt sauber mache. Genau, wenn ich es halt immer dreckig wegpacke, was man natürlich nie machen sollte, verzeiht G10 das immer ganz gut. Fangen wir mal direkt an mit dem Cutweasel oder bleiben wir mal beim Cutweasel. Es hat einen Slide-Lock, es ist eine manuelle Bedienung, relativ klein und man sieht auf der Rückseite, dass die Trapezklingen austauschbar sind. Also hat man auch relativ lange Freude daran. Das ist das Cutweasel. Cutweasel ist halt relativ geil, wenn man jetzt keine Lust hat, sein Messer nachzuschärfen oder meinetwegen jetzt sein schönes Messer nicht verunstalten möchte. Ja. Dann kann man natürlich mit einer Cutterklinge auch ein paar gröbere Arbeiten machen und die am Ende einfach austauschen. Das hat hier 4 Stufen, auf denen ich das einrasten kann. Das ist ziemlich cool. Jetzt meinetwegen, wenn ich ein Paket aufschlitze und möchte mein neues Messer darunter nicht kaputt machen, dann kann ich die erste Stufe nehmen. Genau, wir können direkt weitermachen mit dem Messer, was ich dabei hatte. Das ist das W1. Das ist jetzt in dem Fall natürlich ein Dolch, ne? Ist auch wieder so eine Sache, ist vielleicht nicht 42A-konform. Aber hat eine relativ wuchtige Klinge mit 4 mm. Und vor allem hier sieht man, das G10 ist ziemlich geil gefräst. Ne, die Klinge geht schön in die Hohlkehle über, der Griff geht schön in die Hohlkehle von der Klinge über. Ist für mich einfach ein sehr, sehr geiles Messer und ich stehe normalerweise eigentlich nicht so auf Dolche, aber das Ding trage ich schon mit mir rum, seit es da ist. Und ich meine, nicht nur wegen dem Design ist es schick, sondern es liegt dann auch gut in der Hand, ne? Egal wie sauber oder Genau, dreckig es liegt deine Hände mega gut sind. in der Hand, völlig egal, wie rum ich es halte. Ne? Ja. Ist relativ rutschfest, auch die Struktur, die drauf gefräst ist, gibt immer einen guten Halt, egal ob das Ding jetzt nass ist oder nicht. Wir haben hier drunter noch einen weißen Liner, das finde ich sieht ziemlich nice aus. Genau, kommt mit einer Kydex-Scheide. Also kann man nicht meckern. Klingstahl, Das ist VG10 in dem Fall, also auch ein rostfreier Stahl. Jetzt vielleicht nicht der härteste Stahl, aber gerade bei einer Dolchklinge finde ich es immer relativ wichtig, wenn die sich einfach schärfen lässt. Vor allem, wenn man das Messer jetzt wirklich benutzen möchte, ne, hat man natürlich mit so pulvermetallurgischen Stählen immer das Problem, dass man da ewig dran rumrödelt, bis die wieder scharf sind.
Und es macht natürlich sich auch krass im Preis bemerkbar, weil das Teil ist jetzt hier bei 86,95 €, also noch gut unter 100 €. Muss ich bei dem, wenn ich es nachschärfen möchte oder selber nachschärfen will oder überhaupt nutzen möchte, auf das Finish achten? Geht das leicht ab? Das ist halt ein Acid Stonewash Finish, ne? Also es ist geätzt und dann gestonewashed. Das bedeutet jetzt natürlich, wenn ich drüber schleife, ist es auch weg. Ja. Aber eigentlich, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, dann klappt das schon. Das Stonewash Finish verzeiht auch immer natürlich relativ viel, was Kratzer angeht. Also es bleibt eigentlich relativ lange schön. Cool. Behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Das nächste wäre unser französisch angehauchtes Böker-Plus Hebdo. Ja genau, also beim Hebdo haben wir ein Einhandmesser mit einem Crossbar-Lock. Also schön Fidget-Faktor, ist auch gegeben. Das hat eine Nitro-V-Klinge, also auch wieder ein relativ einfach zu schärfender, aber trotzdem guter rostfreier Stahl. Ne, der Clip ist Tip-Up-Only in dem Fall für die rechte Seite, aber liegt auch vor allem sehr gerne in der Hand, finde ich. Auf jeden Fall, schön leicht. Ja, und durch die Drop-On-Klinge natürlich auch wieder für alles gut einsetzbar. Ja, und ich glaube auch mit Deep Carry Clip, richtig? Ja, richtig, genau. Kann man komplett verstecken in der Hosentasche. Sieht aus wie ein Kugelschreiber. Dann sind wir eigentlich auch schon fast durch mit unserer Auswahl für heute. Einen haben wir noch. Genau, wir haben noch das Slip-Lock, das ist ein Kurt Mayberry Design. Das kennt vielleicht auch der ein oder andere. Hat jetzt in dem Fall 14C28N, also auch wieder ein rostfreier Stahl. Wieder relativ einfach zu schärfen. Ja, ist mal was anderes, ne? Ist jetzt kein typischer Daumenpin. Die Klinge ist relativ breit, was das Messer natürlich auch relativ stabil macht. Hat in dem Fall einen gefrästen Clip und einen Frame-Lock aus Edelstahl. Das mit dem Daumenloch sieht ja schon echt sexy aus, ne? Genau, also es ist leichter von hinten zu öffnen als von vorne tatsächlich, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick denkt. Mhm. Ich mach's jetzt eh zweihändig. Ich mach's immer zweihändig. Sicher. Wie sieht das denn preislich aus? Ich habe jetzt gesehen, im Prinzip kriegen wir alle Messer für unter 100 € und das Cutweasel sogar für unter einem Fuffi. Wie Genau. würdest du sagen, ist da das Preis-Leistungs-Verhältnis? Also erstmal ist das auch ein bisschen dem G10 natürlich zu verdanken. Ne? Da haben wir wieder G10 ist eine ganze Ecke günstiger, dadurch kriegen wir den Preis auch hin. Ja, preis-leistungstechnisch, was soll ich sagen, das ist natürlich der Hammer. Genau, wir sind zum Beispiel, wie ich schon eben erwähnt habe, mit dem W1 bei 86,95. Beim Slip-Lock haben wir die 99,95, das Hebdo 84,95 und wie du schon sagst, das Cutweasel kriegt man für 44,95. Das war's auch schon mit uns und den Neuheiten. Wir hoffen, dass wir euren Horizont ein wenig erweitern konnten, euch ein paar gute Vorschläge für Weihnachtsgeschenke geben konnten. Und einen großen Dank natürlich auch an dich, dass du heute mit dabei warst und mich unterstützt hast. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren und zu liken. Wenn ihr Vorschläge habt, Kommentare, freuen wir uns natürlich auch immer gerne drauf und lesen die fleißig. Und ja, bedanken wir uns bei euch und freuen uns auf das nächste Video. Tschüss! Ciao!